Es ist spät, stockdunkel und ein selbstfahrendes Auto schlängelt sich eine schmale Landstraße hinunter. Plötzlich tauchen 3 Hindernisse gleichzeitig auf. Was passiert als nächstes? Bevor das Auto diese Flut von Hindernissen umfahren kann, muss es sie erkennen und genügend Informationen über ihre Größe, Form und Position sammeln, damit seine Steuerungsalgorithmen den sichersten Kurs festlegen können. Da kein Mensch am Steuer sitzt, braucht das Auto schlaue Augen. Sensoren, die die Details unabhängig von Umgebung, Wetter und Lichtverhältnissen in Sekundenbruchteilen erkennen. Das ist eine gewaltige Aufgabe, aber es gibt eine Lösung, die 2 Elemente vereint. Eine spezielle Art von Laserabtastung, LiDAR genannt, und eine Miniaturversion der Kommunikationstechnologie, die das Internet am Laufen hält, die integrierte Photonik. Um LiDAR zu verstehen, muss man mit einer verwandten Technologie beginnen, dem Radar. In der Luftfahrt beschießen Radarantennen Flugzeuge zur Positionsbestimmung mit Funk- oder Mikrowellenimpulsen und messen, wie lange die reflektierten Strahlen unterwegs sind. Die Sicht ist dabei jedoch eingeschränkt, da der breite Strahl keine Feinheiten sichtbar macht. Das LiDAR im Auto, was für Light Detection and Ranging steht, verwendet hingegen einen schmalen, unsichtbaren Infrarotlaser. Es kann selbst kleine Details abbilden, wie den Hemdknopf eines Fußgängers auf der anderen Straßenseite. Aber wie lassen sich Form und Tiefe dieser Details bestimmen? Das LiDAR feuert eine Reihe von superkurzen Laserimpulsen ab, um Tiefenauflösung zu erzielen. Nehmen wir den Elch auf der Landstraße. Während das Auto näher kommt, prallt ein LiDAR-Impuls an der Basis des Geweihs ab, während der nächste bis zu einer Geweihspitze kommt, bevor er reflektiert wird. Die Messung, wie lange der zweite Impuls braucht, liefert Daten über die Form des Geweihs. Mit vielen kurzen Impulsen kann ein LiDAR-System schnell ein detailliertes Profil erstellen. Die naheliegendste Art, Lichtimpulse zu erzeugen, ist, einen Laser ein- und auszuschalten. Aber das macht den Laser instabil und beeinträchtigt das exakte Timing, was die Tiefenauflösung einschränkt. Besser ist es, das Licht des Lasers mit etwas anderem immer wieder zu blockieren, und das verlässlich und schnell. Hier kommt die integrierte Photonik ins Spiel. Die digitalen Daten des Internets werden durch präzise getaktete Lichtimpulse übertragen, von denen einige nur 100 Pikosekunden lang sind. Eine Möglichkeit, diese Impulse zu erzeugen, ist ein Mach-10er-Modulator. Dieses Gerät macht sich eine besondere Welleneigenschaft zunutze, die Interferenz genannt wird. Stell dir vor, du wirfst Kieselsteine in einen Teich. Wo sich die Wellen überlappen, entsteht ein Muster. An manchen Stellen addieren sich die Wellenberge und werden sehr groß, an anderen Stellen heben sie einander auf. Der Mach-10er-Modulator macht etwas Ähnliches. Er teilt die Lichtwellen entlang zweier parallele Arme auf und führt sie schließlich wieder zusammen. Wenn der Lichtfluss in einem Arm verzögert wird, verbinden sich die Wellen nicht mehr synchron und heben einander auf, sodass das Licht blockiert wird. Schaltet man diese Verzögerung in einem Arm ein und aus, erzeugt der Modulator Lichtimpulse wie ein An-Aus-Schalter. Ein Lichtimpuls von 100 Pikosekunden erlaubt eine Tiefenauflösung von ein paar Zentimetern. Aber Autos von morgen werden noch besser sehen müssen. Die Kombination des Modulators mit einem hochempfindlichen reaktionsschnellen Lichtdetektor verbessert die Auflösung auf 1 Millimeter. Das ist mehr als 100-mal besser als das, was ein Mensch mit perfekter Sicht von der anderen Straßenseite aus erkennt. Die erste Generation von LiDAR-Systemen für Autos basierte auf komplizierten Drehvorrichtungen auf dem Dach oder der Motorhaube. Mit integrierter Photonik schrumpfen Modulatoren und Detektoren auf weniger als einen Zehntel Millimeter und werden in winzige Chips gepackt, die eines Tages in die Autoscheinwerfer passen werden. Diese Chips werden auch eine clevere Variante des Modulators enthalten, die ohne bewegliche Teile auskommt und mit hoher Geschwindigkeit scannt. Indem das Licht in einem Modulatorarm nur sehr wenig verlangsamt wird, wirkt das zusätzliche Gerät eher wie ein Dimmer als ein An-Aus-Schalter. Mit mehreren parallelen Armen, jeder mit einer winzigen kontrollierten Verzögerung, lässt sich etwas Neues schaffen: ein lenkbarer Laserstrahl. Von ihrer neuen Position aus können diese intelligenten Augen genauer sehen als alles, was es in der Natur gibt, und dabei helfen, alle möglichen Hindernisse zu umfahren. Und das alles, ohne dass jemand ins Schwitzen gerät, außer vielleicht ein verirrter Elch. Bist du bereit, noch mehr zu lernen?
Mit diesen Videos kannst du entweder dein vermeintliches Wissen hinterfragen oder mehr über das lernen, was du noch nicht weißt. Abonniere unseren Kanal und bleib neugierig.